Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und was dieser Stein mit diesem Video zu tun hat, das dürften sich die meisten von euch sicherlich denken. Denn es geht mal wieder um das Thema Outdoor-Smartphone oder Rough Phone, wie man auf Englisch ja so schön sagt. Sprich, wir gucken uns ein Gerät an, welches auch bei widrigen äußeren Bedingungen noch funktioniert bzw. nicht zu Schaden kommt. Und das ist diesmal das Oukitel WP35, welches sogar mit 5G am Start ist. Wir schauen einmal rein. Ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, das WP35 ist ein Outdoor-Smartphone, welches tatsächlich auch mit 5G daherkommt. Das ist ja in der Einsteiger- bzw. angehenden Mittelklasse nicht unbedingt immer gegeben. Hier auf der Rückseite dann noch ein paar Fakten. Da sehen wir dann auch, dass der Dimensity 6100 Plus von MediaTek verbaut ist. Der bringt eben diesen 5G-Chip auch mit oder beziehungsweise ist ein 5G-Chip, sodass das Ganze dann auch funktioniert. Wir haben 6,6 Zoll mit Full HD Plus, 400 ppi, also insofern eine Auflösung, die zumindest für meine Augen ausreichen sollte. Wir haben eine 64 Megapixel Kamera auf der Rückseite, auf der Vorderseite 32 Megapixel, eine ganze Reihe von Satellitensystemen. Da sollte also auch, wenn ihr Outdoor unterwegs seid, nichts dazwischen kommen. Ihr könnt Dual-SIM nutzen oder halt eben SIM und eSIM, wie es hier hinten nochmal angegeben ist. Und ihr habt halt einen Akku mit 11.000 mAh. Ich glaube, es sind nicht ganz 11.000, aber ungefähr 11.000 mAh, der trägt euch ganz locker mal über ein paar Tage ohne weitere Probleme. Dann ansonsten Fingerprint-Sensor ist noch mit anbei, Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Annäherungssensor, all solche Dinge, die sind, glaube ich, jetzt nicht so richtig relevant. Wir gucken uns das Ding jetzt einmal im Detail an und packen es erstmal aus. So, wir heben einmal den Deckel an und schauen, was denn so alles drin ist. Im Deckel ist schon mal nichts und hier seht ihr dann schon das WP35. Ja, was soll man sagen? Also es ist auf jeden Fall ein großes Smartphone, das kann man ganz klar sagen. Auch wenn es vielleicht von der Dicke her damit beworben wird, dass es eines der dünnsten Outdoor-Smartphones in dieser Klasse ist. Das ist sicherlich so. Es sieht auf jeden Fall erstmal wuchtig aus, aber vielleicht müssen Outdoor-Smartphones auch erstmal wuchtig daherkommen. Apropos wuchtig daherkommen, auch die Verpackung ist hier so ein bisschen geschützt, sodass da auch nichts dran kommt, wenn ihr das Ganze dann nach Hause geschickt bekommt. Wir gucken einmal in die Anleitung rein. Haben wir einen deutschen Teil? Ja, es gibt einen deutschen Teil, wobei der vielleicht auch weniger relevant ist. Ansonsten noch ein Garantiezertifikat und noch was zum Akku, nehme ich an. Legen wir mal beiseite. Dann haben wir ein Netzteil mit an Bord. Für viele andere Smartphone-Hersteller ist das ja nicht mehr gang und gäbe. Hier in dem Fall schon. Es ist ein, gucken wir mal drauf, 18 Watt Netzteil, welches dann auch schnell laden soll mit eurem Gerät. Das ist natürlich erstmal vorbildlich, dass das mit beigelegt wird. Ein USB-C-Anschluss hier und dann wenig überraschend vermutlich ein USB-C-USB-C-Kabel, genau, damit ihr das Ganze dann auch mit eurem Smartphone verbinden könnt. So, werfen wir direkt mal einen Blick auf das Telefon, beziehungsweise erstmal auf die Hülle, die mitgeliefert wird. Ihr habt gerade gesehen, die Hülle ist direkt vorinstalliert. Die ist relativ dünn, trägt nicht zu dick auf und schützt das Gerät nochmal zusätzlich zum eigentlichen Schutz, den das Gerät so schon mitbringt. Also der Schutz vom Schutz sozusagen. So, hier sehen wir jetzt das Gerät an sich. Ihr seht, wir haben eine grüne Variante auf der Rückseite mit so einem, ja, Diamantmuster oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich glaube, Oukitel hat da irgend so einen Werbespruch. Ich nehme mal an, irgendwas mit Diamanten. Das ist natürlich erstmal fühlt sich gut an, aber da kann natürlich Dreck reinkommen, ne? Und den kriegt ihr nicht mehr so ganz leicht raus. Deswegen da muss ich sagen, bin ich etwas zwiegespalten, ob ich das gut finde oder nicht. Hier auf der Rückseite dann der Kameraring, der 3 Kameralinsen mit sich bringt, zusätzlich eine LED und ein IR-Sensor, beziehungsweise nicht Sensor, sondern Spot. Dann haben wir hier an der Seite die Verarbeitung nochmal. Das sieht also alles wirklich aus meiner Sicht gut verarbeitet aus und macht auch wirklich den Eindruck, als ob wir hier ein Outdoor-Smartphone in den Händen halten. Zum einen hier der frei belegbare Knopf, dann ist hier der SIM-Karten-Slot nochmal abgedichtet. Auf der Oberseite steht dann nochmal IP68, das ist die Zertifizierung und auf der Unterseite der Typ-C USB-Anschluss ist hier auch entsprechend geschützt. Lautsprecher noch da und etwas, womit ihr dann euer Telefon gegebenenfalls auch befestigen könnt. Auf der anderen Seite Lautstärke-Tasten und der Ein-Ausschalter, unter dem sich auch der Fingerabdrucksensor verbirgt.
Ja, insgesamt optisch finde ich es erstmal ansprechend, zumindest für ein Outdoor-Smartphone. Wir sehen hier auf der Vorderseite ist auch noch eine Displayschutzfolie verbaut. Also da hat Oukitel tatsächlich an alles gedacht. Und ihr seht hier an der Seite diese Gummierungen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ja von der Dicke her nicht unbedingt richtig dick, aber auch nicht dünn. Vom Gewicht her auch nicht richtig leicht. Wenn man ein Outdoor-Smartphone haben möchte, ist das sicherlich nicht das dickste, was man bekommen kann. Und auch, glaube ich, ein relativ dünnes im Zweifel. Und auch hier die Kanten sind gut abgummiert, wenn man das so ausdrücken kann. Also da dürfte im Normalfall nichts passieren und ihr habt ja zusätzlich noch die Hülle, wenn ihr die auch noch drauf packen wollt. Druckpunkte der Tasten sind wirklich gut, da gibt es nichts zu mäkeln. Insgesamt muss man sagen, ist es natürlich schon ein klassisches Outdoor-Smartphone. Es fühlt sich aber auf der Rückseite auf jeden Fall wertig an. Auch an den Seiten, finde ich, sieht es auch wertig verarbeitet aus. Aber es bleibt natürlich trotzdem schwer. Wenngleich auch man nicht vergessen darf, es ist halt auch ein 11.000 mAh Akku enthalten. Beim WP35 sprechen wir über ein Smartphone, welches aus meiner Sicht obere Einsteigerklasse bis untere Mittelklasse ist. Mit dem MediaTek-Chip haben wir natürlich jetzt nichts mega Schnelles an Bord. Man muss sagen, dass es für den alltäglichen Betrieb, und ihr seht hier, ich scroll mal in Chrome rauf und runter, da kann man ja ein bisschen scrollen und sieht, dass das eigentlich flüssig verarbeitet wird. Ich habe jetzt hier keinen Benchmark gemacht, weil zum Spielen ist das Gerät auf jeden Fall nicht geeignet, so viel kann ich euch schon mal sagen. Dann sehen wir auch hier bei Google Maps, ne, wenn wir hier so ein bisschen scrollen und so weiter und so fort, auch das funktioniert eigentlich ohne Probleme. In meinem Testbetrieb hat eigentlich alles funktioniert, was nicht wirklich oder was nicht wirklich Power braucht. Also Spiele funktionieren nicht, das habe ich auch mal kurz gecheckt, das macht halt auch keinen Sinn mit so einem Gerät. Aber ansonsten für den alltäglichen Betrieb passt das alles aus meiner Sicht. Display ist aus meiner persönlichen Warte her ausreichend und auch die 60 Hertz merkt man eigentlich nicht. Ich zumindest habe sie nicht gemerkt. Wenn ihr da natürlich sehr empfindlich seid, dann mag das sicherlich jemandem auffallen. 400 ppi reicht aus meiner Sicht völlig aus. Ja? Wenn wir dann uns mal angucken, wie schnell der Fingerabdrucksensor reagiert, und nachdem er jetzt die erstmal nicht erkannt hat, machen wir es nochmal. Also das Ding geht richtig schnell. Da ist tatsächlich selbst andere große Hersteller sind da sicherlich, können da noch was von lernen von Oukitel in Bezug auf die Geschwindigkeit der Freischaltung durch den Fingerabdrucksensor. Ja, und damit sind wir beim Thema Akku angekommen. Natürlich eins der Highlights dieses Gerätes, 11.000 mAh, das ist schon ein absoluter Hammer. Man merkt es natürlich auch im Gewicht, ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Also insofern, das ist schon so, dass man das merkt. Aber es ist halt auch ein Riesenteil. Und ich bin locker über 3 Tage gekommen und das mit relativ intensivem Testen. Das darf man natürlich immer nicht vergessen. Wenn ich mir so ein Ding angucke, dann mache ich natürlich auch sehr viele Dinge damit. Und da über 3 Tage zu kommen, das ist schon eine richtig gute Leistung. Ihr seht, dass hier unten, wenn man keine Fingernägel hat, so wie ich, das Öffnen des USB-C-Ports etwas schwierig ist. Aber wenn ihr da das Ladegerät anschließt, dann habt ihr auch Schnellladen. Kein Ultraschnellladen, so wie man das von anderen Herstellern kennt, aber eben Schnellladen zumindest, sodass das Ding dann auch verhältnismäßig schnell wieder voll geht. Drahtlosladen funktioniert übrigens nicht, finde ich persönlich ja immer sehr schade, darf man aber, glaube ich, in der Klasse auch nicht unbedingt erwarten. Ja, was man auch nicht erwarten darf, sind absolut Weltklasse-Leistungen, was die Kamera angeht. Wobei ich sagen muss, ich finde okay, was hier abgeliefert wird. 64 Megapixel oben, dann einmal die Makrolinse rechts und die Night Vision oder Nachtaufnahmelinse links, ebenso wie der IR-Spot und auch der LED-Spot. Ihr seht jetzt hier mal so ein paar Bilder. Ich persönlich halte ja nichts davon, Bilder zu zeigen, aber Footage ist immer sehr gern gesehen auf YouTube. YouTube rechnet es runter, ihr könnt nicht genau erkennen, was dann nachher das Originalbild ist. Also insofern bei YouTube ist das immer etwas schwierig mit Bildmaterial. Hier übrigens mal eine Makroaufnahme. Aus meiner Sicht ist die Kamera für die Preisklasse und dafür, dass das Gerät eigentlich ja als Outdoor-Smartphone positioniert ist und nicht als Kamerasmartphone, ist das okay. Die Kamera ist nicht absolut überragend, das muss man auch ganz klar sagen. Nachtaufnahmen sind in Ordnung, über die Night Vision auf Funktionen sind in Ordnung, tagsüber ist auch in Ordnung. Mehr würde ich sagen, ist es nicht, aber gut, im Zweifel, wer sucht auch bei so einem Gerät nach mehr. Ja, und damit sind wir schon am Ende zum Video zum Oukitel WP35 angekommen. Wir sprechen ja hier über ein Outdoor-Smartphone und das, muss man sagen, macht das Gerät wirklich richtig, richtig gut. Die Verarbeitung ist gut, die Kanten sind gut geschützt, diese Gummierung, es fühlt sich einfach wirklich an, als ob man ein Outdoor-Smartphone in der Hand hält. Dafür ist es wirklich richtig gut geeignet. Was es nicht ganz so gut macht, oder beziehungsweise würde ich sagen, gerade noch gut, ist das Thema Kamera. Ihr dürft hier halt einfach nicht erwarten, dass ihr ein Kameramonster bekommt. Es reicht für gelegentliche Aufnahmen
Aufnahmen, für mehr dann am Ende aber auch nicht. Der Akku reicht hingegen für mehrere Tage und das auch in intensiven Betrieb, 11.000 Milliampere-Stunden, so wirken sich natürlich aufs Gewicht aus, aber bedeuten auch, ihr könnt das Ding wirklich ultra lange benutzen. Aus meiner Sicht eins der Highlight dieses Gerätes. Performance und Display gehen in Ordnung für den Alltagsbetrieb, überhaupt keine Probleme. Google Maps, Mails abrufen, mal in den Browser reingucken, alles kein Thema. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. Spiele gehen natürlich nicht. Ein Nachteil ist aus meiner Sicht an der Optik diese Rückseite, denn da kommt relativ schnell Dreck rein. Den kriegt ihr auch nicht so gut wieder raus. Könnt ihr umgehen, indem ihr die Hülle benutzt. Wer die Hülle nicht benutzt, muss sich dessen im Klaren sein, dass das hier relativ schnell dreckig wird. Es fühlt sich gut an und es liegt auch gut in der Hand, aber es wird halt relativ schnell dreckig. Insgesamt kann das Gerät aber, und das muss man auch ganz klar sagen, natürlich sein Gewicht nicht verbergen. Also es wiegt schon eine ganze Menge. Das ist aus meiner Sicht noch in Ordnung für so ein Gerät und vor allen Dingen für so einen großen Akku. Und auch die Dicke geht in Ordnung, beziehungsweise die Dünne muss man ja in dem Fall sagen. Am Ende muss man aber so ein Gerät natürlich dann auch mögen. Ja, preislich liegen wir so bei 220 Euro. Wer Lust hat, bestellt mit meinem Code. Gibt es für ein bisschen Rabatt und für mich eine kleine Provision. Kostet euch nicht mehr. Wer mag, gerne. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch anders bestellen. Wer noch Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.